Eigentlich war ich auf dem Weg nach Paris zu meinen Eltern, aber... Mama. Kannst du mir bitte erklären, was das hier soll? Ich jobbe hier so lange, bis ich meinen Anteil für Annis OP zusammen habe. Bitte, hören Sie mir eine Minute zu. Ich wüsste nicht, warum. Um Ihren guten Ruf und den der Holding zu retten. Die Holding retten durch Sie. Rettende Engel sehen anders aus. Johannes, machen Sie jetzt keinen Fehler. Bitte, nur eine Minute. Sie können dann immer noch die Polizei rufen. Also, bitte. Also erstens, ich habe Rush nicht umgebracht. Zweitens, ich kann es beweisen, aber dazu brauche ich Zeit. Und drittens, ich werde die alleinige Verantwortung für die Schwarzgeldaffäre übernehmen. Sie allein? Warum? Sie müssen wissen, mir liegt viel an Ihrer Familie, nicht nur an Carla. Und Sie werden die Geldwäsche nicht mehr lange geheim halten können und dann brauchen Sie einen Sündenbock. Ich gehe davon aus, dass Sie eine Gegenleistung erwarten. Ja. Ich möchte, dass Vanessa weiter auf dem Schloss wohnen kann. Ist das alles? Nach meiner Haft möchte ich wieder eine Anstellung in der Holding. Wie stellen Sie sich das vor? In der Öffentlichkeit würde das nach einem abgekarteten Spiel aussehen. Mir geht's mehr um die finanzielle Absicherung für meine Tochter und mich und nicht um einen höhergestellten Posten. Oder sehen Sie eine andere Möglichkeit, Ihre Familie aus der Affäre herauszuhalten? Ich habe dir doch gerade erklärt, dass nach dem Mord an diesem Mr. Rush und der Hausdurchsuchung der Zeitpunkt für einen Besuch wirklich ungünstig ist. Ja, aber genau deswegen bin ich doch hier, um euch zu unterstützen. Ja, aber ich will nicht, dass du womöglich noch in einen Skandal verwickelt wirst. Oh, das ist lieb von dir, dass du dir meinetwegen Sorgen machst. Aber wenn meine Tochter oder ihr Mann Probleme haben, ist mein Platz selbstverständlich hier. Wo du ihn gerade erwähnst, Johannes wird auch nicht begeistert sein, seine Schwiegermutter jetzt hier zu haben. Ja, dann soll er mir das sagen. Du weißt, dass er das nie tun würde. Aber für ihn ist es eine zusätzliche Belastung. Mama, warum fährst du nicht wieder zurück nach Paris? In einer solchen Situation kann ich weder meine Tochter noch ihren Mann alleine lassen. So, und jetzt rufst du mir bitte jemanden vom Personal, der mein Gepäck in die Gästesuite bringt. Hm? Nur wenn ich mich freiwillig stelle, funktioniert die ganze Sache und ich komme vielleicht mit ein paar Monaten davon. Ich lasse mich nicht drängen. Wenn Ansgar erfährt, dass ich auf dem Schloss bin, ruft er sofort die Polizei. Mein Sohn wird nichts unternehmen, solange Sie unter meinem Schutz stehen. Bleiben Sie bitte in der Bibliothek, bis ich eine Entscheidung gefällt habe. Das geht nicht. Ich muss zu meiner Tochter. Sie macht sich bestimmt schon große Sorgen und Carla auch. Also gut. Aber gehen Sie dem Personal aus dem Weg. Natürlich. Ich komme dann zu Ihnen. Danke. Ach, im Übrigen, ein Bad und eine neue Garderobe könnten nicht schaden. Wieso haben Sie Jana überhaupt erlaubt, hier anzufangen, Herr McNeil? Ich bin natürlich davon ausgegangen, dass Jana Sie vorher gefragt hat. Oh, Sie hätten sich doch denken können, dass ich das niemals erlauben würde. Dass wir die Kosten für Andi übernehmen, hat vor allem einen Grund. Dass du dich wieder voll und ganz auf deine Zukunft konzentrierst. Die sich nicht ausschließlich in einer Kneipe abspielen sollte. Jana, ich verstehe ja, warum du dich an den Kosten beteiligen willst. Aber so geht das nicht. Entschuldigung, darf ich auch mal was dazu sagen? Nur weil ihr die OP bezahlt, kann ich noch lange nicht vergessen, was passiert ist.
Eins ist mir klar, in meinem Leben muss sich was ändern. Ich will euch einfach nicht mehr auf der Tasche liegen. Bitte versteht das. Darf ich das Gepäck jetzt in die Gästesuite bringen lassen? Mama, willst du es dir nicht noch mal überlegen? Ich glaube, es ist wirklich besser, wenn du wieder abreist. Nein, mein Entschluss steht fest. Ich bleibe. Constance! Ich wusste gar nicht, dass du uns besuchen wolltest. Mein Mann musste zu seiner jährlichen Kur nach Spa. Und von da ist es doch nur ein Katzensprung nach Königsbrunn. Und da ich von euren Problemen gehört habe... Ja, nun, die Situation ist etwas unübersichtlich. Aber herzlich willkommen. Wie lange hast du vor zu bleiben? Ach, nur ein paar Tage. Natürlich nur, wenn es keine Umstände macht. Cecile möchte mich natürlich am liebsten sofort wieder nach Hause schicken. Findest du den Zeitpunkt nicht auch ein bisschen unpassend? Aber ich bitte dich, Cecile. Frau Kepler, lassen Sie doch bitte eine Suite für Frau de Meuron herrichten. Sehr gern. Ah, warten Sie, ich begleite Sie besser. Sie wird sich in alles einmischen. Und wir wissen doch gar nicht, wie die Dinge hier laufen. Ich dachte, es ist wirklich besser, wenn sie abreist. Aber Cecile, sie ist aus Paris gekommen, um sich mit dir zu versöhnen. Kommen Sie überhaupt auf diese Idee? Und woher haben Sie eigentlich diese Nummer? Wissen Sie was, wenn Sie ein Interview haben wollen, lassen Sie sich einfach einen Termin geben. Ja, natürlich verlief die Hausdurchsuchung ohne konkrete Ergebnisse. Diese ganzen Anschuldigungen beruhten nur auf Gerüchten. Ja, auf Wiederhören. Au! Was soll das? Entschuldigung, nicht jeder kann sich in Luft auflösen wie Ihr mörderischer Vater. Mein Vater ist kein Mörder und das wissen Sie ganz genau. Ja. Ist dieses Wunschdenken jetzt stur oder naiv? Wie dem auch sei. Gewöhnen Sie sich doch schon mal an den Gedanken, in Zukunft ohne Ihren Vater auszukommen. Er würde mich niemals im Stich lassen. Und Carla auch nicht. Ja, Verzeihung, ich vergaß. Ihr Leben ist ihm ja lieb und teuer. Vor allem Letzteres. Für meine Schwester gibt es jedenfalls keinen Grund mehr, an ihrem sauberen Alibi-Ehemann festzuhalten. Carla steht voll hinter ihm. Das hat sie mir schon oft genug gesagt. Na, dann glauben Sie ruhig weiter dran. Vielleicht sollten Sie sich allerdings schon mal überlegen, wo Sie in Zukunft wohnen wollen. Oder glauben Sie vielleicht, meine Schwester steht auch voll hinter Ihnen? Ich bin wirklich froh, dass du hier bist, Constance. Ja, Cecile hat mir nämlich von eurem Streit berichtet. Ich weiß, es ist nicht einfach, über seinen eigenen Schatten zu springen. Und ich bin froh, dass ihr endlich die Zeit findet, euch auszusprechen. Ja, das werden wir auch. Aber im Moment gibt's ja genug andere Probleme. Ja, das mag sein. Aber die unausgesprochenen Dinge im Leben entwickeln oft ihre ganz eigene Dynamik. Ja, manchmal muss man eben einfach streiten. Besonders wenn beide etwas eigensinnig sind, n'est-ce pas, Chérie? Da muss ich dir leider recht geben. Wolltest du mir nicht noch was Wichtiges erzählen? Ach ja, natürlich. Constance, würdest du uns bitte für einen Moment entschuldigen? Ah, Nico, du kommst gerade recht. Ich habe etwas mit Cecile zu besprechen. Bist du so lieb und leistest Constance einen Moment Gesellschaft? Danke. Frau de Meuron, wie geht es Ihnen? Ausgezeichnet. Und Ihnen? Sehr gut, danke. Noch etwas Tee? Nein, danke. Mit Annis OP-Kosten kommt genug auf euch zu. Ob wir uns deine Ausbildung leisten können oder nicht, kannst du getrost uns überlassen. Arno, darum geht es doch gar nicht. Doch, ja. Genau darum geht es, um deine Zukunft. Ganz genau, meine Zukunft. Und ich weiß ganz genau, was ich machen will, nachdem ich so viel Mist gebaut habe. Natürlich. Es ist immer gut, ein Ziel vor Augen zu haben. Aber ohne Zeugnis, ohne Berufsausbildung. Jana, das Leben kann dann verdammt hart sein. Mein Gott, du bist gerade mal erst 18. Ganz genau, ich bin jetzt volljährig. Das heißt, du kannst mir gar nicht verbieten, hier zu arbeiten. Und jetzt entschuldigt mich, ich muss weiterarbeiten. Du bist volljährig, ja, das stimmt. Aber ob und wer hier im No Limits arbeitet, das bestimme immer noch ich. Okay, es gibt auch andere Kneipen in Düsseldorf.
Wenn ich doch nur so konsequent gewesen wäre, Ansgars Machenschaften anzuzeigen. Dann würde dieser Rush vielleicht noch leben. Cecile, was soll ich tun? Was ist, wenn Bernd doch der Täter ist? Also sein Auftritt vorhin. Du, mein Instinkt sagt mir, der war es nicht. Also ich verstehe, dass du Ansgars Rolle bei der Geldwäsche der Familie wegen decken willst, aber sich deshalb auf einen Mann einzulassen, der unter Mordverdacht steht... Du meinst also, ich soll Bernd bei der Polizei anzeigen? Ich denke, ja. Wenn er Rush nicht umgebracht hat, hat er nichts zu befürchten. Ja. Naja. Ja, das ist natürlich richtig. Carla, was ist, wenn Dad nicht wiederkommt? Ja, dann bleibst du trotzdem hier. Denk mal an die Entführung. Damals ging es um unser Leben. Und seitdem haben wir uns doch richtig gut zusammengerauft. Ja, das stimmt. Und so wird's auch bleiben. Auch wenn Bernd erstmal nicht wiederkommt. Und wenn ich meinen Dad nie wiedersehe? Ach komm, darüber darfst du jetzt nicht nachdenken. Hauptsache... Dad! Was machst du hier? Hallo. Ja, ich weiß, mein neues Parfum ist etwas gewöhnungsbedürftig. Das stinkt. Ach, komm her. Sag mal, wie bist du eigentlich aufs Schloss gekommen? Hat dich irgendjemand gesehen? Nein, aber dafür müsste ich mich auch eine Ewigkeit in der Besenkammer verstecken. Nur dein Vater habe ich vorhin gesprochen. Was? Der hat dich gesehen und hat nicht die Polizei gerufen? Nein, ich habe ihm was vorgeschlagen, was den Namen Landstein retten kann und mich auch. Echt? Ach, Dad, das freut mich. Ja, Maus, jetzt wird alles gut. Französisch ist die Sprache des Adels, ma chère. Das sollten Sie inzwischen doch wissen. Ja, ich muss leider mein Referat weitermachen, aber wir sehen uns sicherlich noch. Ja, davon gehe ich aus. Na, habt ihr euch gut unterhalten? Weißt du noch, wie ihr beiden mich zusammen reingelegt habt, um mich zu diesem Junggesellenabend zu lotsen? Ja, daran erinnere ich mich. Allerdings ist meinem Gedächtnis entfallen, dass ich mit dir einen Streit gehabt haben soll. Oh ja, da hat Johannes was durcheinander gebracht. Ist auch kein Wunder bei dem Stress in letzter Zeit. Oh, auf mich hat er einen ziemlich klaren Eindruck gemacht. Also, was hat er damit gemeint? Entschuldige. Ja, hallo? Hallo, Cecile. Ich musste dich einfach anrufen. Hast du eigentlich eine Ahnung, wie sehr ich dich vermisse? Oh, das hört sich gut an. Ich wollte sie auch zurückrufen. Ah, verstehe. Du kannst nicht reden. Ist mein Vater bei dir? Nein. Ja, das wollte ich mir auch noch durchlesen. Die Unterlagen, ja, die habe ich bekommen. Meine Mutter ist da. Sie hat schon rausgefunden, dass ich Johannes wegen des Streits belogen habe. Mist. Vater hat mich eben angerufen. Ich soll zu irgendeiner dringenden Familienkonferenz kommen. Da geht's um was anderes. Aber ich brauche dringend eine Ausrede, bevor die Bombe platzt. Ich wäre jetzt gern bei dir. Ich rufe dich später noch mal an, ja? Alles klar. Tschüss. Gräfin? Ja. Ich muss Sie etwas Wichtiges fragen. Hat das nicht bis später Zeit? Es ist nur so, Ihre Mutter ist in gewissen Dingen sehr eigen und... Wenn meine Mutter mit irgendwas hier Probleme hat, dann wird sie das sicher sagen. Gut, ich gebe das dann so weiter. Okay. Mama. Ja, jetzt wird mir natürlich vieles klarer, Kostas. Danke, dass du mir das gesagt hast. Wir sehen uns zum Abendessen. Wir haben gerade über deinen Besuch bei mir gesprochen. Was soll das? Warum belügst du deinen Mann? Warum behauptest du, dass du mich in Paris besucht hast? Hast du Johannes was gesagt? Nein, das ist nicht meine Aufgabe. Allerdings wüsste ich gerne, warum ich für dich lügen muss. Jana, was ist los? Ich ziehe aus. Bitte, du tust was? Ich ziehe aus. Du kannst mir zwar verbieten, in deiner Kneipe zu arbeiten, aber dagegen kannst du nichts tun. Und warum? Habe ich doch gesagt. Ich möchte endlich mein Leben ändern.
Ich weiß, ich mache bestimmt Fehler, aber es sind dann meine und ich lerne daraus. Und wo willst du hin? Ohne Geld unter die Brücken oder was hast du dir gedacht? Ich ziehe in die WG. Ich denke, die ist komplett belegt. Ich kann so lange in Robins Zimmer wohnen, solange er in Mexiko ist. Habe ich alles mit Felix geklärt. Und dann gehe ich euch nicht mehr weiter auf die Nerven. Trotzdem danke für alles. So, jetzt dufte ich wieder wie ein Veilchen. Kannst du nur so ruhig sein, wenn die Polizei dich überall sucht? Fast überall, aber doch bestimmt nicht hier. Ich hoffe nur, dein Vater lässt sich nicht allzu viel Zeit. Oh Gott. Vater, komm rein. Und, was sagen Sie zu meinem Vorschlag? Vater, könnte ich dich bitte kurz unter 4 Augen sprechen? Komm, Vanessa, lass uns nach nebenan gehen. Ich weiß, wie schwer dir diese Entscheidung fällt. Carla, nachdem ich jedes Argument hin und her gewendet habe, sehe ich nur eine Möglichkeit. Hast du auch dran gedacht, dass Bernd viel mehr Sinn für Familie zeigt als Ansgar? Und ihm hast du eine Chance gegeben. Das ist richtig, Carla, aber Ich kenne Bernd besser als jeder andere hier. Ich weiß, wie verantwortungsvoll er ist. Er hat sich jahrelang allein um seine Tochter gekümmert. Sie ist sein Ein und Alles. Er weiß, dass er Fehler gemacht hat. Aber ich vertraue ihm trotzdem. Aber mich hat er monatelang belogen. Hat mir eure glückliche Beziehung vorgespielt. Das hat er doch alles meinetwegen getan. Mir hast du verziehen und ihm wird so ein Strick draus drehen. Du bist meine Tochter, Carla. Genau. Früher hast du auch mal meinem Urteilsvermögen getraut. Bitte, tu es auch jetzt. Und dann stand Jana plötzlich im Flur mit gepackten Sachen. Da scheint es ja ernst zu sein mit ihrem neuen Leben. Ja, und dann? Ich habe sie gehen lassen. Jana ist volljährig. Sie kann letztendlich machen, was sie will. Hören Sie, ich brauche diese Lieferung. Doch, seit einer Woche habe ich sie bestellt, jetzt ist sie da und ich mit... Ja, Sie können sich auf mich verlassen, Sie wissen es doch. Danke. Krüger will nicht abladen, bevor die Lieferung nicht bezahlt ist. Und zwar in bar. Wir müssen die Lieferanten irgendwie beruhigen. Ja. Seit der Hausdurchsuchung bei den Lahnsteins, da sind alle nervös. Dabei wissen wir selber noch nicht mal, was mit dem Kongresszentrum wird. Hört mal, ich kann euch eines anbieten. Ich könnte doch mal mit Jana sprechen, ganz in Ruhe. Danke, Charlie, für das Angebot, aber das muss ich schon selber machen. Ja, ich habe Jana schließlich durch meine unüberlegte Bemerkung dazu gebracht, auszuziehen. Ich muss das auch wieder einrenken. Jana versucht eben ihren eigenen Weg zu finden, so ist es. Ja, das soll sie ja. Sie muss sich deswegen nur nicht ihre Zukunft verbauen. Aber du weißt, Strenge ist da meistens das falsche Mittel. Ja, sicher, Charlie. Sicher. Hat einer von euch irgendwas dagegen, wenn sie erstmal in Robins Zimmer wohnt? Also mich braucht ihr dabei nicht so anzugucken. Zwischen uns beiden, die Sache ist geklärt und ja, meinetwegen kannst du hier bleiben. Ja dann. Also hier, der ist für die Haustür und der ist für oben. Ansonsten kennst du dich ja aus, ne? Danke. Herzlich willkommen und tschüss. Danke. Bis dann. Dass man den Aufstand bei meinen Eltern erleben sollen, als ich ausgezogen bin. Die werden fast ausgetickt. Und dich lassen sie einfach so rausziehen? Wenn ich ehrlich bin, habe ich gar nicht nach ihrer Meinung gefragt. Also doch Stress. Was war denn los? Ich will nicht, dass Arno die ganze OP für Andi übernimmt, sondern dass ich einen Teil dazu bezahle. Und dafür muss ich ihm jobben. Verstehe, aber wo ist das Problem? Ich habe die Schule abgebrochen. Ja, die wollten, dass ich eine Ausbildung mache und den ganzen Kram. Und dann gab es eben einen riesen Zoff. Ich habe ihnen gesagt, dass ich Mist gebaut habe und dass ich dafür gerade stehen will. Scheinen sie nicht ganz begriffen zu haben. Ja, Hauptsache du weißt, was du willst. Früher oder später werden die das schon noch kapieren. So, du wolltest also nur ein paar Tage ausspannen. Ja, der Job im Auktionshaus, der ganze Ärger hier. Ich brauchte einfach mal eine Auszeit. Johannes ist ein verständnisvoller Mann. Warum hast du nicht mit ihm darüber gesprochen? Dass ich ihn hier mit dem Problem allein lasse? Hi Mädels, ich bin in der WG, für mich kein Abendessen.
Ich wollte ihm nicht das Gefühl geben, dass ich in so einer Zeit nur an mich denke. Oh, das kannst du jemand anderem erzählen. Weißt du, was ich glaube? Ihr habt Eheprobleme. Wie kommst du denn darauf? Wir verstehen uns besser denn je. Ich würde sogar sagen... Ah, hier bist du ja. Wir treffen uns in 10 Minuten in der Bibliothek. Kommst du denn dazu? Mhm. Die Entscheidung fällt dir schwer. Du siehst ziemlich bedrückt aus. Ja. Dein Rat war trotzdem sehr wichtig für mich. Du wirst schon das Richtige machen. Ich bleibe hier, falls ihr deswegen gekommen seid. Danke, dass wir reinkommen dürfen. Wir möchten dir gerne was sagen. Ihr könnt mich auf gar keinen Fall überreden. Jana, jetzt hör doch erst einmal zu, bitte. Um es kurz zu machen, wir akzeptieren deinen Entschluss. Ja, du hast recht. Es ist dein Leben und du kannst darüber entscheiden. Allerdings wäre es uns lieber, wenn du im No Limits arbeitest und nicht in irgendeiner anderen Kneipe. Okay. Naja, und eines Tages kommst du vielleicht doch noch mal zur Besinnung und dann könnte man... Ja, ich meine nur, ein Abitur kann man auch irgendwann einmal in Fern- oder Abendkursen nachholen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn du wieder nach Hause kommst. Oder gibt's da noch irgendeinen anderen Grund? Aber nur, wenn ich zur Haushaltskasse beitragen kann. Mhm. Antis Operation, unser Haushalt. Das muss ja ein Goldesel sein, dieser Kneipenjob. Es wird reichen, du wirst schon sehen. Carla? Ja? Bevor wir da reingehen, falls dein Vater sich gegen meinen Vorschlag entscheidet, könntest du dich bitte um Vanessa kümmern? Na klar, versprochen. Was meinst du? Habe ich überhaupt eine Chance? Ich weiß nicht, was ihm wichtiger ist. Seine moralischen Grundsätze oder die Ehre der Lahnsteins. Ich hoffe nur, dass er sich richtig entscheidet. Du hast doch gehört, ich muss gleich zu Johannes. Außerdem warten die anderen schon auf mich. Du kannst deinen Mann noch so oft umarmen und küssen, mir machst du nichts vor. Das will ich auch gar nicht. Glaubst du, deine Mutter spürt nicht, wenn du ein schlechtes Gewissen hast? Wenn überhaupt, dann nur, weil ich Johannes belogen habe. Und dann hör endlich mit diesem Theater auf. Du kannst mir ruhig die Wahrheit sagen. Ich will dir doch nur helfen. Helfen wobei? Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Also gut, dann beantworte mir bitte nur diese eine Frage. Hast du eine Affäre? Ja oder nein?